Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Auch heute soll es wieder um einen Pfeifentabak gehen, diesmal erneut aus der Tabakmanufaktur DTM Dahn Tobacco in Lauenburg in Norddeutschland. Und passend zu meinem Outfit geht es heute um folgenden Tabak aus der Torben Dansk-Reihe. Hier ist er nochmal. Es ist von Torben Dansk der Black Velvet Candle Dream. Bei dem Black Velvet soll es sich um eine Mischung handeln, die geschmacklich an die Mischung aus einem irischen Guinness und französischem Champagner erinnert. Schwarz und samtweich. Und diese Beschreibung gibt es bereits seit vielen Jahren, genauso wie es auch diesen Tabak schon seit vielen Jahren gibt. Ich bin bislang nie dazu gekommen, ihn mir endlich mal zuzulegen und zu probieren. Ausschlaggebend hierfür war in allererster Linie der Umstand, dass es sich bei diesem Tabak um eine Latakia-Mischung handelt. Nun rauche ich Latakia seit diversen Jahren und es war daher Grund mehr, den Tabak jetzt endlich mal zu holen und zu schauen, ob er das halten kann, was er von der Beschreibung her verspricht. Und ich würde sagen, das werden wir gleich herausfinden. Hier ist sehr schön zu erkennen, dass es sich bei dieser Mischung Black Velvet um einen Ready Rub Tabak handelt, und zwar basierend auf aufgeriebenem Virginia Tabak. Sehr schön sind hierbei die hellen Einschlüsse zu sehen vom hellen Virginia, aber ebenfalls zu gut zu erkennen sind die deutlichen Anteile des schwarzen, samtigen Latakia, der hier eindeutig für die Würze verantwortlich zu zeichnen ist. Ich habe bereits die Dose geöffnet. Wie man sehen kann, typisch für DTM Dahn Tobacco ist eben dieses Cover mit dieser Windrose. Hier ist nochmal kurz der Tabak. Und wenn wir an ihm riechen, dann spürt man unweigerlich natürlich, es handelt sich um eine Mischung mit Latakia. Doch von den enthaltenen Virginias geht ganz deutlich eine sehr, sehr angenehme Süße aus. Der Duft hierbei erinnert mich wieder so ein bisschen an Feigen, Vollkornbrot. Aber auch ein wenig Vanille, ein wenig Honig. Also man spürt schon, dass es bei dieser Mischung hier auf jeden Fall eine gewisse Süße im Hintergrund geben wird. Und was man natürlich immer wieder zwischendurch riecht, das ist diese kräftige Würze des enthaltenen Latakia. In der Beschreibung heißt es ja auch, dass es ein Ready Rub Virginia ist, entsprechend mit einem gleichen Anteil weichen schwarzen Latakias. Und aufgrund der Dominanz des Latakia gehe ich davon aus, dass eben der Latakia in allererster Linie für die Würze sorgen wird. Also hierbei maßgebend halt für das irische Guinness. Während doch die angenehme, süffige Süße des Virginias, die man hier auch in die Nase bekommt, ganz klar für den Spritzer Champagner sorgen dürfte. Und wie das Ganze umgesetzt wird, das werden wir jetzt gleich im Review etwas genauer besprechen.
Für dieses Review habe ich mich dazu entschlossen, diese alte Meerschaumpfeife zu verwenden, die ich mir vor vielen Jahren zugelegt habe, die auch ziemlich zerschrammt ist und auch seit jeher meine Outdoor-Meerschaumpfeife ist. Diese hat ein mittleres Füllvolumen. Den Tabak habe ich nicht allzu fest in meiner gewohnten althergebrachten Methode eingebracht, habe oben auch in gewohnter Weise genügend Platz gelassen, da sich der Tabak auf jeden Fall aufbäumen wird. So, hier ist nochmal kurz die Pfeife. Das ist eine ganz normale Billard, allerdings aus Meerschaum, und es handelt sich hierbei um die allererste Meerschaumpfeife, die ich mir einst zugelegt habe, und zwar ziemlich genau im Jahr 1995. Ich hatte damals noch keine große Erfahrung mit dem Umgang von Pfeifen, geschweige denn mit dem Umgang von Meerschaumpfeifen. Entsprechend hat sie halt auch verschiedene Riefen und Schrammen. Ich habe sie immer draußen mitgenommen, hatte sie im Kulturbeutel zusammen mit Pfeifenreinigern, mit Pfeifenstopfern, mit Pfeifentabaksdosen und allem Möglichen, was eben nicht gerade ideal für die Pfeife ist. Nichtsdestotrotz, es ist jetzt mittlerweile meine dritte Füllung von dem Tabak. Ich hatte sie zuerst ohne Filter in einer Peterson 309, hatte sie anschließend mit Filter in einer Peterson 302 und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich der Geschmack dann hier bei der Meerschaumpfeife gibt. So, wie man hier auch wieder schön deutlich sehen kann, der Tabak bäumt sich doch recht stark auf, typisch für eine Ready Rub Mixture und immer Grund genug, auf jeden Fall ein wenig Platz zum oberen Kopfrand zu lassen. Ohne Filter kommt der Tabak doch sehr kräftig, sehr, sehr würzig herüber und der Latakia hat mich förmlich erschlagen. Jetzt die zweite Pfeife mit Filter offenbart das Aroma, wie ich es vom Latakia gewohnt bin. Wirklich samtig, weich. Ich bezeichne es auch immer ganz gern als cremig. Und ich muss sagen, diese Mischung macht wirklich Lust auf mehr. Es ist Downpipe bzw. DTM Tahan Tobacco wieder einmal sehr gut gelungen, eine Mischung auf den Markt zu bringen, die in dieser Form nicht alltäglich ist. Hier gehen die Geschmäcker bzw. die verschiedenen Geschmacksnuancen wirklich sehr, sehr fein ineinander über. Erinnert mich so ein bisschen an zwei Hände, die ineinander greifen. Da ist zum einen dieses herbe, ich würde fast sagen erdige, würzige, irgendwie trotzdem auch cremige Aroma des Latakia. Und eine mitschwingende, angenehme, weiche, runde Süße. Also jetzt nichts übertrieben Sauciertes. Das hätte mich jetzt bei DTM auch ein wenig gewundert. Sondern man verspürt wirklich diese angenehme, nahezu Natursüße des Virginias. Aber was man auch merkt, das ist eine leichte Fruchtnote, eine leichte Spritzigkeit. Und hier muss ich sagen, gestern hatte es in der Peterson 302, die ja doch ein etwas größeres Würfelvolumen hat und vor allem etwas weitere Bohrung, eben diese Bent Apple von Peterson. Da ist mir diese Spritzigkeit nicht ganz so aufgefallen wie jetzt hier in der Meerschaumpfeife. Allerdings muss ich sagen, dieses Geschmackserlebnis im Hintergrund erinnert mich jetzt etwas weniger an einen Champagner. Es hat eher so was Zitrusartiges. Der Tabak in der Dose selbst hat mich ja vom Duft her an Schwarzbrot, also Vollkornbrot erinnert. Hatte ein bisschen was von Feigen, von Trockenobst.
dass ich jetzt hier in dieser Form geschmacklich nicht wirklich unbedingt gezielt herausschmecken kann. Vor allem aber hatte ich in diesem Duft nichts Zitrusartiges. Doch hier im Geschmack, da habe ich etwas, das erinnert mich an Zitronen, leicht säuerliche Orangen, irgendwas so in dem Dreh. Ich bin mir nicht sicher, was es sein könnte. Geschmacklich könnte es auch da bin ich mir nicht sicher, so ein bisschen eine Art Ananasaroma sein. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht schon mal den Erlenmeyer Flake geraucht hat. Auch der kommt ja immer mit so einer leichten Note nach Ananas daher. Und dieser Geschmack hier vom Black Velvet erinnert mich im Hintergrund wirklich so ein bisschen an Zitronen, Ananas, Orangen. Auf jeden Fall leicht säuerlich, süßliche Südfrüchte. Und das alles zusammen ergibt für mich ein sehr harmonisches Ganzes. Wie gesagt, die Würze des Latakia, die ja des Guinness widerspiegeln soll, und dann auch diese leicht fruchtigen Noten, die mich so ein bisschen an Orangen, Zitronen, Ananas erinnern. Von dem Honig, den ich im Duft wahrgenommen habe, da kann ich jetzt hier nicht unbedingt was schmecken. Ich habe jetzt also nicht das Gefühl, irgendwie, ja, 'n typisch mit Honig aromatisierten Tabak zu rauchen. Und auch beim Abgang durch die Nase spüre ich zwar diese leicht süßlich-würzige Note, kann aber auch hier keinen Honig herausriechen, geschweige denn die Fruchtnote genauer definieren. Was mir gestern bei der Peterson 302 beim Rauchen aufgefallen ist, ungefähr nach 2 Drittel der Füllung ändert sich das Aroma ein wenig. Und zwar geht diese süßliche Note immer mehr zurück. Man spürt nach wie vor zwar noch so ein bisschen das Virginia-Aroma, doch diese Spritzigkeit lässt nach und nach. Nicht negativ, also ich kann jetzt nicht gerade sagen, der Geschmack kippt, wie man es von vielen Aromaten kennt, sondern hier ist es wirklich so, das Aroma verschiebt sich ein wenig. Die Spritzigkeit geht weg, es kommt immer mehr diese würzig-erdige Note des Latakia zum Vorschein. Auf jeden Fall ein weiches, rundes, würzig, spritzig, leicht süßliches Erlebnis. Und ich bedauere sehr, dass ich dem Black Velvet nicht schon wesentlich früher mal eine Chance gegeben habe. Es wird mit Sicherheit kein All-Day-Smoke werden, aber so zwischendurch, wenn mir nach Latakia ist, aber ich eben nicht die volle Latakia-Dröhnung bekommen möchte, würde ich sagen, ist dieser Black Velvet auf jeden Fall ein Kandidat, der Platz in der Pfeife finden wird. Ich bin schon gespannt, wer von euch den Black Velvet selbst schon kennt oder aber halt zumindest, wer den Black Velvet selbst schon im Katalog oder im Onlineshop gesehen hat und sich zumindest mal Gedanken darüber gemacht hat, ihn sich vielleicht mal zuzulegen. Ich bin auf euer Feedback gespannt, wie immer. Ich bin halt gespannt darauf, wer den Tabak schon mal geraucht hat und wie eure Meinungen dazu sind. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit eurem Pfeifen und mit euren Tabaken. Danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Happy Puffing und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder auf diesem Kanal hier. Macht's gut. Ciao.